Herzlich willkommen zu Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Hallo liebe Freunde, was tut ihr für die Unternehmergesundheit? Vor einigen Jahren wollte ich in Urlaub fahren und ganz kurzfristig hatte ich wahnsinnige Schmerzen in den Beinen und dem Rücken. Ich habe gesagt, wir fahren in jedem Fall nach Frankreich in die Pyrenäen. Es war alles gebucht, die Schmerzen wurden immer schlimmer und ich musste ins Krankenhaus. Von heute auf morgen ins Krankenhaus. Gut, dass ich meinen Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer Dirk Eckert hatte, der hat die Geschäfte weitergeführt. Hätte er natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin, weitergeführt. Aber so bin ich für eine längere Zeit ausgefallen. Ich hatte eine Zyste im Spinalkanal. Das eine, ich hatte eine schwierige Operation vor mir, wo der Ausgang nicht ganz klar war, ob ich irgendwann dadurch diese Operation in den Rollstuhl komme. So im Krankenbett habe ich mir dann überlegt, Mensch, noch einmal, ich habe ja gar kein Testament gemacht. Ich habe gar keine Vorsorge getroffen für den Ernstfall. Ich hatte wohl einen Notfallplan im Unternehmen mit allen Verträgen, mit allen Mitarbeitern, Aufstellungen, mit allen Baustellen aktualisiert. Da war alles da. Aber so ein richtiger Notfallplan für mich oder eine digitale Notfallmappe oder digitaler Nachlass, das habe ich nicht gedacht. Und so ist es mit der Unternehmensgesundheit. Wie viel Urlaub planst du dir ein im Jahr? Bist du auch mal bereit zu sagen, wir machen etwas weniger Umsatz und ich arbeite einfach weniger, zum Beispiel nur noch 8 Stunden oder 4 Tage in der Woche oder so wie bei mir. Ich gehe mittwochs gar nicht mehr an die Arbeit, ich gehe Mittwoch früh in den Sport, dann in ein Persönlichkeitstraining, nachmittags zur Akupunktur, gehe spazieren. Ich tue was für meine Gesundheit. Und viele sind angetreten und haben gesagt, ich mache mich selbstständig, weil ich einfach mehr Zeit haben möchte und mehr Urlaub haben möchte. Und am Ende ist es jetzt so, dass viele dann am Ende des Tages nach 14, 16 Stunden aus dem Büro rausgehen oder von der Baustelle runtergehen als Unternehmer und total fertig sind und mit 40 kriegen die meistens den ersten Herzinfarkt und fragen sich, Mensch, nochmal, was habe ich denn falsch gemacht? Also Geld ist wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Und so kann ich jedem auf den Weg zu geben, mal nachzudenken. Erstens habe ich eine Vorsorge getroffen für mein Unternehmen. Was passiert im Ernstfall? Das ist das Erste. Habe ich Notfallplan? War ich beim Notar? Habe ich Testament gemacht? Habe ich das alles erledigt, diese Hausaufgaben? Das ist das eine. Und das andere mal zu überlegen, besser zu verkaufen, anders zu verkaufen und vielleicht einen höheren Preis durchzusetzen und nicht über den Preis die Aufträge einzukaufen und dann aber auch zu schauen, mehr Freizeit zu haben, zu sagen, okay, das Wochenende gehört mir alleine oder zu sagen, ja, ich fange um 7 an, aber ich möchte um 15 Uhr Feierabend haben, weil ich mit meinen Kindern was unternehmen möchte. Jetzt ist natürlich so, wir im Unternehmen denken da noch ein Stück weiter. Wir haben jetzt mal angefangen im Büro zu sagen, ja, ihr könnt eine Gehaltserhöhung haben oder ihr könnt 12 Tage Urlaubs mehr haben. Da hat ein Teil der Mitarbeiter dann gesagt, okay, wir nehmen die 12 Tage, die sind nicht anhängbar an den regulären Urlaub, sondern es ist ein Tag im Monat zu nehmen, ein Haushaltstag. Das hat es früher zu Ostzeiten in der DDR gegeben, so ein Haushaltstag, den haben wir jetzt auch angeboten. Und was jetzt wieder in der Lohnerhöhung rausgekommen ist, in der weiteren, dass jemand gesagt hat, ja, ich möchte weniger arbeiten, eine halbe Stunde am Tag, finde ich gut.
wir machen jetzt einen Testlauf, ob das funktioniert, ob alle Arbeiten abgeschlossen werden können. Wenn das so ist, wird das genehmigt, eine halbe Stunde weniger am Tag. Und so wollen wir wohl den Anteil der Mitarbeiter behalten, aber sagen, okay, ihr sollt alle gut verdienen, aber ihr sollt weniger arbeiten. Was wir fast nicht mehr machen, wir arbeiten im Büro fast keinen Samstag mehr. Wir arbeiten im Notfall, wenn der Kunde das wünscht, arbeiten wir auch einmal Samstag oder einem Sonntag oder in der Nacht. Aber unsere Mitarbeiter bekommen dann anschließend oder innerhalb kurzer Zeit Ausgleichszeiträume, wo sie dann zu Hause bleiben können. Und wir sagen auch unsere Mitarbeiter, wir wollen zukünftig im Jahresdurchschnitt 35-Stunden-Woche haben, also unsere gewerbliche Mitarbeiter, unsere Lagerarbeiter, Gerüstbauer und so weiter. Aber wir können euch das nicht von Woche zu Woche gerne garantieren, sondern wir haben einmal in der Woche mal eine Woche mit 50 Stunden und dann haben wir mal eine Woche, da sind es halt nur 30 Stunden. Oder wir haben mal eine ganze Woche gar keine Arbeit, dann ist der Ausgleichszeitraum wieder da und ich finde das eine tolle Lösung und da haben wir eine ganz gute Vereinbarung mit unseren Mitarbeitern. Wir sind noch nicht bei den 35 Stunden, wir waren letztes Jahr bei 37,2 und haben aber unsere Mitarbeiter alle 39 Stunden bezahlt. Also, zum einen denkt mal dran an die Unternehmensgesundheit, das ist das Erste, und dann aber auch an eure Gesundheit eurer Mitarbeiter. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wenn es euch gefallen hat, ein Like und wenn ihr andere Ideen habt, ein Kommentar. Vielen Dank, euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.